Einen ganz wundervollen guten Nachmittag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu unserer Privacy-Tutorial-Reihe. Heute geht es ein bisschen weiter und zwar wollen wir uns heute OnionShare anschauen. OnionShare ist ein Open-Source-Tool, mit dem ihr Dateien über das Tor-Netzwerk teilen könnt. Das heißt sozusagen File-Sharing auf die wohl anonymste Art und Weise, die man sich nur vorstellen kann. Und das Ganze funktioniert über das ist quasi dazu da, damit ihr die Datei hochladen könnt, also sozusagen anderen zur Verfügung stellen könnt. Und andere brauchen einfach nur den Tor-Browser, um diese Datei herunterzuladen. Das ist natürlich so ziemlich das Optimum von dem, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wir gucken uns das einfach direkt mal an. OnionShare benutzt im Hintergrund übrigens Hidden Services, die haben wir uns ja auch schon ein bisschen genauer angeguckt. Und ihr erstellt sozusagen einen Hidden Service bei euch auf dem Rechner, temporär, also nur für eine kurze Zeit. Und andere greifen auf den Hidden Service drauf zu, laden sich die Dateien runter und können dann sagen, yay, ich hab's auch. Okay, sprich nach dem Motto, was hat mein Kollege mal gesagt, hat's einer, haben's alle. Okay, wunderbar, damit wollte er mir übrigens erklären, wie das Ganze mit Limited Editions funktioniert, aber ja, ist wohl so. Okay, das Ganze funktioniert auf macOS, einfach hier runterladen, Windows, hier runterladen, Ubuntu hat sein eigenes PPA, einfach dann auch runterladen. Fedora funktioniert wunderbar, auf Arch gibt es AURs, da habe ich das Ganze her, funktioniert auch wunderbar. Das heißt einfach eure bevorzugte Wahl sozusagen ausführen, runterladen, den Tor-Service, Achtung, der ist wichtig, den starten, das heißt Tor muss laufen. Und dann habt ihr dieses wunderbare Ding hier. Ich habe hier schon mal ein bisschen mit rumgespielt. So sieht das am Anfang aus, also direkt quasi nachdem man das jetzt gestartet hat. Und ja, das funktioniert dann tatsächlich übers Tor-System. Und ja, wir sehen es hier in den Einstellungen. Ihr könnt hier auch einstellen, zum Beispiel, dass es nur einmal runtergeladen werden kann. Also wenn es mehrfach runtergeladen werden können soll, müsst ihr hier logischerweise den Haken rausmachen. Sonst wird einfach der Service direkt gestoppt, sobald es einer runtergeladen hat. Desktop Notifications kommen dann hier unten sozusagen in der Taskleiste, kommen so kleine Pop-ups, die euch dann sagen, jemand hat gerade drauf zugegriffen oder Service läuft jetzt oder sowas. Und hier könnt ihr dann sagen, ich will Tor verwenden, das schon mitkommt. Ich will den Tor-Browser verwenden, also quasi das Tor verwenden, das mit Tor-Browser kam. Ich will einen Control-Port verwenden oder eine Socket-File, ist alles nicht so wichtig. Die Einstellung kann man eigentlich wirklich so lassen. Was ich euch allerdings empfehlen würde, ist einfach mal hier Test-Tor-Settings zu drücken, dann passiert das hier unten. Und wir sehen, dass es alles wunderbar funktioniert hat. Wir haben einen Onion-Service supported, wir haben Stealth-Onion-Services, die supported werden und so weiter und so fort. Also alles wunderbar. So, und was wir jetzt noch machen wollen, ist natürlich was freigeben. Und das machen wir in unserem Fall, nehmen wir einfach mal die Coding Challenge, das ist eine andere schöne Reihe von mir, könnt ihr euch gerne mal reinziehen, da kann man ein bisschen Programmieren üben. Einfach per Drag and Drop die Dateien reinziehen, die man so haben möchte. Ihr könnt natürlich hier noch mehr hinzufügen und dann einfach hier auf Server starten. Das dauert jetzt wirklich eine ganze Weile. Also nicht wundern, wenn ihr hier 5 bis 10 Minuten braucht, bis der Server läuft. Weil, ihr erstellt hiermit einen Hidden Service im Tor-Netzwerk. Dazu müssen wirklich viele Verbindungen aufgebaut werden und wirklich viel verschlüsselt werden und alles drum und dran. Und bis das mal läuft, dauert es eine ganz schöne Weile. Zudem, übrigens, ja, während das gerade hier startet, kann ich hier auf jeden Fall mal schon mal kurz auf den Source Code eingehen, nur ganz kurz. Das Ganze läuft über, da unten kam jetzt gerade eine Nachricht, die könnt ihr nicht sehen, läuft über Python Flask. Dazu habe ich auch schon relativ bald eine Tutorial-Reihe für euch, beziehungsweise ich habe sie schon, je nachdem, wann ich die Videos freigebe. Hier habt ihr im Endeffekt noch ein paar kleine, also ist nichts Besonderes hier. Es sind ein paar Abhängigkeiten dabei, die ihr vielleicht euch mal angucken solltet. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann schaut mal nach den Abhängigkeiten. Zum Beispiel Flask wird eben gebraucht. Und ansonsten einfach mal hier die Setup.py-Datei ausführen, wenn es jetzt bei euch nicht über hier einen automatischen Installer mitgekommen ist. Aber ich glaube in den allermeisten Fällen, also mir fällt jetzt also ziemlich kein Linux ein, was jetzt hier nicht mit dabei wäre. Außer vielleicht ganz krasse Exoten, Gentoo oder sowas. Aber ja, also in den meisten Fällen solltet ihr hiermit keine Probleme haben. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch mal den Source Code angucken. Da kann man dann auch rausfinden, zum Beispiel, wie das Ganze hier funktioniert. So, und wenn ich jetzt soweit fertig gelabert habe, sehen wir hier, wir bekommen eine eigene Onion-URL. Und übrigens dieses Heroics Briskly
ist wirklich nur ein Beispiel. Ich hatte das letzte Mal, als ich den gestartet hatte, was völlig anderes hier stehen. Das ist wirklich jedes Mal was anderes, aber man versucht hier irgendwie was Witziges draus zu machen. Einfach mal URL kopieren und die kann man jetzt seinem Kollegen schicken, der das Ganze runterladen soll. Der braucht allerdings zu 100% einen Tor-Browser, sonst funktioniert hier gar nichts. Einfach die URL eintragen. Das dauert jetzt natürlich logischerweise ein bisschen und dann kann er hier eben diese Datei herunterladen. Und ja, das Ganze läuft komplett über das Tor, beziehungsweise über das Tor-Netzwerk und ist relativ schwer, das Ganze auch aufzuspüren, sage ich jetzt mal. Es ist nicht unmöglich, es gab Fälle, da wurde das schon hier aufgespürt, aber das waren Fälle von wirklich, wirklich schlimmen Kinderschändern. Und da muss ich sagen, gut, okay, wenn man da alles in Bewegung setzt, um die Leute zu finden, ist das schon in Ordnung. Für so Normalos, wie wir es wahrscheinlich sind, da wird so ein stinknormaler File-Sharing oder Dateiteilungsdienst, in dem Fall eine Python-Datei, die in meinem Fall jetzt dann sowieso bald Open Source ist, ja, das wird auf keinen Fall irgendwie getrackt oder sowas, weil es einfach viel zu aufwendig ist. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das System soweit. Ich fand es vor allem cool, dass wir hier wirklich einen File-Sharing-Dienst mit grafischer Oberfläche haben, mit allem Support, den man so braucht, der dann auch noch Open Source ist, weil ich auch persönlich an dem Code interessiert war. Und ich muss sagen, ist sehr interessant, wie die das gemacht haben. Das heißt, ich kann euch nur empfehlen, euch hier mal ein bisschen einzulesen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.